so eine Tunnelbohrmaschine für jemand, der aus dem Maschinenbau kommt, ist eigentlich das perfekte Produkt. Ja, die große Tochter sagt immer, Papa, du bist ein Tunnelbohrer. Jede Maschine ist anders, jedes Projekt ist anders, jeder Kunde ist anders. Der eine ist vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, der andere ein bisschen weniger. Im Endeffekt wurde alle eine funktionierende Maschine. Ich bin Katja. Hi, ich bin Sebastian Grenkel. Ich bin Philipp, bin Projektleiter. Punkt. Because I have some visitors today. I will check with them when would be convenient time or when they're busy anyway, then we can schedule a meeting in the meantime. Perfect, thanks. Wenn ich definiert hätte nach meinem Studium, was ich mir für einen Job vorstelle, dann entspricht es schon genau dem. Als Projektleiterin bin ich dafür verantwortlich, dass unsere Maschine termingerecht, budgetgerecht und nach voller Kundenzufriedenheit ausgeliefert wird. Sebastian, kannst du mir kurz helfen? Ich muss die richtige Diske für mein Projekt auswählen. Und zwar... Wir betreuen das Projekt von der Vertriebsübergabe bis zur Endmontage im Werk, aber auch auf der Baustelle. Danke dir. Bis dann. Ciao. Philipp, ich habe gerade gehört, du willst dich vordrängeln. Ja. Bei mir fehlt auch noch Übersetzung ins Koreanische. Aber bei dir fehlt's Russisch. Bei mir fehlt's. Man arbeitet mit den verschiedenen Fachabteilungen zusammen. Konstruktion, Elektro oder auch Hydraulik. Später auch dann in der Montage. Das, was hier cool ist, dass man jung und vielleicht mit noch nicht so viel Berufserfahrung relativ viel Verantwortung bekommt. Ist nicht selbstverständlich, jetzt wie in meinem Fall direkt nach dem Studium als Projektleiterin da einzusteigen. Ist auf jeden Fall ganz praktisch, dass jeder so ein bisschen einen anderen Hintergrund hat, weil man dann wirklich von jedem irgendwo was lernen kann. Ich habe bei der Firma Henglich meine Ausbildung als Industriemechaniker gemacht und danach dann 6 Jahre im Werk gearbeitet und mich dann dazu entschieden, noch eine Weiterbildung als Maschinenbautechniker zu machen. Ich wollte ja auch erstmal den technischen Background und das hilft mir jetzt auch ganz arg. Wir sind eigentlich auf der ganzen Welt vertreten. Ist das nicht eine Mietmaschine, oder? Genau, die geht nach Südfrankreich, nach Nîmes. Ich habe gerade 2 Maschinen, die bei uns im Werk in Indien gebaut werden. Und da bin ich dafür verantwortlich, dass alle Teile rechtzeitig kommen und für die Kundenabsprachen. Und jetzt muss ich eben noch ein paar Themen mit den Kollegen von der Montage dann in Indien abklären. Tatsächlich stand auf meiner Bucketlist eigentlich immer Indien. Das war jetzt relativ intensiv der Fall die letzten 1,5 Jahre. Das heißt, es hat jetzt schon mal geklappt. You went through all of the protocols while you were here, right? Yes. Like electrical safety protocol and all of that. So. Yes, it's quite interesting. So now which is The last project also we did with Katja. She helped with coordinating with other departments like design and testing and other colleagues. And then we sorted out many things actually. See you. Bye. Ja, wir schauen uns jetzt die Bohrgeräte an. Servus. Alex. Das ist Philipp. Ja. Bevor mir irgendwelche halbfertige Komponente versende, möchte ich natürlich erstmal mir ein Bild machen davon, was fehlt noch, was kommt später, damit einfach jeder im Bild ist. Alles klar, danke. Viel Spaß euch noch. Ja, danke. Ciao. Wenn ich in mein altes Werk 8 gehe, dann kommt mir als schon mal ab und zu noch ein Spruch, bist du auch mal wieder unten. Jetzt gehen wir ins Werk 6 zu der wöchentlichen Montagebesprechung der M2919, die nach Südfrankreich auf eine Baustelle im Juni geht. Das wöchentliche Surefix. Adrian, bleib hier. Haut schon der erste Kollege ab. Ich würde sagen, relativ bin ich der gleiche Mensch wie damals. Alles klar. Klar, man hat jetzt mehr Verantwortung, eben weil man die Kosten- und Terminverhandlung hat von dem übertragenen Projekt. Das macht's interessant und herausfordernd. Hallo Katja. Wahrscheinlich hat jeder irgendwo seinen eigenen Führungsstil im Projekt. Aber generell haben wir ein sehr respektvolles Miteinander überall. Also da muss jetzt keiner den Boss spielen, damit alles ordentlich abläuft. Was treibt mich an? Die Maschine, Technologie einfach. Also macht Spaß. Wir haben wirklich ein tolles Team, es ist ein tolles Arbeitsumfeld. Die eigentlich denke ja den Spruch, wer bohrt, kommt weiter.
sich so zusammen zu unterstützen, dass jeder seine Leistung bringt, das ist, was auch den Job irgendwo ausmacht.